Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu meiner Projektserie Gabionenhang. In diesem Video muss ich euch gestehen, dass ich meinen Zeitplan komplett über den Haufen werfen musste, da es in den letzten Wochen geregnet hat, der Boden aufgeweicht ist ohne Ende und mein Hang, den ich mühevoll abgegraben habe, langsam in meine Steinkörbe hineinrutscht und hineinfällt. Das bedeutet für mich, ich werde aktuell einige Sachen vorziehen müssen, zum Beispiel die Installation des Flieses und der Leerrohre, der Versorgungsrohre, die eigentlich Stück für Stück hier eingebracht werden sollten. Das möchte ich euch in dem Video einfach kurz rüberbringen. Bleibt dran, bis gleich. Bevor ich das Vlies anbringen kann, werde ich jetzt zunächst die Deckel auf die Steinkörbe setzen. Das heißt, diese 50er Teile werden dann auf der Rückseite mit einer langen Spirale eingebunden, allerdings nur auf der Rückseite, dass ich sie anschließend dann immer noch hochklappen kann, um dann die Steine einzufüllen. Das Ganze werde ich auf der ganzen Länge vornehmen, bis hinter zu den letzten Körben, die ich im Moment schon gestellt habe, und anschließend erfolgt dann die Hinterfüllung mit einem Vlies. Zeige ich euch dann nachher. Das Vlies werde ich dann eben hier an diese Kante befestigen, deswegen muss da vorneweg auch der Deckel drauf. Und in der Zwischenzeit werde ich wieder durch den Schlamm waden und auch die Erde, das seht ihr hier, die bereits hinter die Körbe gerutscht ist, mühsam wieder herausholen müssen. Die Deckel habe ich auf die Körbe aufgebracht und wie ihr hier sehen könnt, habe ich einmal die lange Spirale an der Rückseite überall durchgedreht und habe die Querstreben, die kurzen, zumindest teilweise eingedreht, um der ganzen Sache die nötige Stabilisierung zu geben, wenn ich die Körbe ausrichte, dass das irgendwo schon die Form und Funktion hat, die es später auch einmal behalten soll. An einigen Stellen wie hier, wenn ich das jetzt mal aus der Perspektive zeige, seht ihr, dass das hier noch deutlich höher ist als das. Das muss ich dann noch mit nach oben bringen. Wenn ich den Korb dann entsprechend ausrichte, sollte das mit berücksichtigt werden. Und nun werde ich auf die Rückwand der Gabione, also hier hinten zum Erdhang hin, ein Vlies ausbringen. Das wird dieses Vlies hier sein, ein Gewebevlies, Drainagevlies, 150 Gramm schwer, also das ist auch relativ robust, da ist nicht einfach was mit durchstechen. Das werde ich jetzt hier auf der Rückseite anbringen und werde das dann mit Kabelbindern an den oberen Spiralen festmachen, also hier oben am Korb, deswegen auch vorneweg die Befestigung der Deckel, dass ich mir da hinterher nicht ins Gehege komme. Einfach die kleinen Kabelbinder, die werden dann ja praktisch überall hinterhergeworfen. Die werde ich dafür nutzen und dann erstmal auf die Länge des Vlies hier einarbeiten, um zu verhindern, dass weiterhin Erde vom Hang herunterfällt. Ich habe das Vlies angebracht auf die gesamte Länge, habe es dann hier oben, das sieht man hier, denke ich, ganz gut, mit Kabelbindern einfach jeweils 3 Stück pro Korb angebracht. Die Rolle hier hinten noch rumgeführt, erstmal eingelegt, da kann ich dann noch weitermachen. Und anschließend werde ich dann hier hinten das Vlies noch nach unten durchstampfen, dass es wirklich bis zum Boden hängt. Und dann kann die Erde nach und nach von mir aus hier runterrutschen, ohne dass sie mir in die Körbe hineinfällt und dann vielleicht irgendwann mal nach vorne rausgespült wird. Das Ganze werde ich jetzt noch endgültig festmachen auf die letzten Meter und dann kann ich mit dem Kies das Ausrichten der Körbe beginnen. Ich habe nun meinen Kies flächig ausgebracht, 10 bis 20 cm, je nachdem wie weit die Gitter in der Luft hingen, und anschließend durch entsprechendes Rütteln und Schütteln die Gabion in Flucht und Lot ausgerichtet. Das Ganze, denke ich, ist mir recht gut gelungen. Es sind zwar noch ein paar kleine Ecken zu sehen, aber das relativiert sich dann Stück für Stück, wenn die Steine gefüllt werden. Ihr seht jetzt auch hier, ich habe dann wirklich flächig alles aufgefüllt, dass die Steine von der Befüllung dann nicht in der Luft hängen, sondern wirklich bündig aufliegen können. Weiterhin habe ich vorsorglich eingebracht eine Wasserleitung, 25er PE-Rohr, die kommt dann von hier oben runter, das ist diese hier, unten mit einem Winkel, weiß gar nicht, so ungefähr schaut das Ganze dann aus, mit einem Winkel um die Ecke, kommt dann hier unten heraus, ja, erstmal provisorisch hier nur festgemacht, und zusätzlich ein 32er Leerrohr, auch das kommt von hier oben
mit herunter. Und in diesem Bereich habe ich dann auch noch zwei kleinere Leerrohre, einmal nach rechts abgehend und einmal nach links abgehend. Die Rohre habe ich straff gespannt, hinter den Gittern entlang gelegt. Sieht man jetzt, ja, man sieht es nicht so gut. Ganz einfach aus dem Grunde, dass hier vorne, wo dieses Fahrzeug steht, kommt bereits ein anderes Leerrohr, wo ich den Garten bzw. später mal meine Einfahrt mit Strom versorgen möchte. Und das andere geht dann hier rüber, ja, um die Ecke herum. Ich möchte an der Stelle einfach vorsorglich schon mal die Möglichkeit haben, hier noch Kabel einzulegen, zum Beispiel um meine bestehende Rasenbewässerung auch in diesem unteren Teil hier voranzubringen. Dafür brauche ich Steuerkabel, dafür brauche ich Wasser. Beides habe ich hier oben und kann es auf dem Wege gleich mit herunterholen. Wenn ich dann die Erde auffülle hier hinten, muss ich das etwas vorsichtig machen, vielleicht noch ein bisschen Sand vorher zugeben, dass das Leerrohr als auch das Wasserrohr nicht beschädigt wird. Und dass sie auch recht straff drinnen liegen, dass dann die Kabel um die Kurven herum eben gut eingeführt werden. Aus dem Grunde habe ich hier auch keine 90 Grad hart reingelegt, sondern wirklich das Rohr kommt runter und macht eine schöne Kurve, dass man später auch die Rohre schön einfädeln kann, beziehungsweise die Kabel in die Rohre schön einfädeln kann. Und ihr merkt jetzt eins, ich spreche immer schwerer. Ich zeige euch mal was. Das ist das Arbeiten, was ich hier habe. Also nach wie vor, die ersten Minusgrade stehen ins Haus. Die hat man auch schon frühs angefroren, der Boden. Aber sobald die Sonne rauskommt, weicht das Ganze hier auf. Ich wollte eigentlich heute beginnen, schon die ersten Steine einzulegen. Aber mit der Schubkarre wird das hier gar nichts. Da komme ich keinen Meter weit. Das heißt, an der Stelle bin ich erstmal fertig. Habe die Körbe gestellt, das Vlies angebracht. Die Körbe sind ausgerichtet. Das heißt, die Steinfüllung, das ist der letzte Schritt, der dann kommt. Den zeige ich euch im nächsten Video. Bleibt also dran, abonniert meinen Kanal, um das nächste Video nicht zu verpassen. Klickt die Bimmel, um auch up to date zu bleiben. Und an der Stelle bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen und freue mich über eure Kommentare unten unter dem Video. Ciao!